Hallihallo, willkommen in Schleswig-Holstein. Heute will ich den TED in Schleswig-Holstein in Richtung Dänemark fahren. Soll leider regnen, schauen wir mal. Einsteigen werde ich, wie ihr hier auf der Karte seht, östlich von Wacken. Das heutige Ziel bis kurz vor Husum kommen. Vorausgesetzt, das Wetter lässt mich. Heute Nachmittag sind nämlich eine steife Brise und ziemlich heftige Regenfälle angekündigt. Wie ihr hier seht, schlängelt sich der Trans-Euro-Trail hier zwischen den Feldern entlang und kommt immer wieder auf kleine, normale Straßen. Ja, und die steife Brise ist eigentlich auch schon da. Und statt nur Windgeräusche und so nah an Wacken braucht es zum Einstieg in dieses Video auch die richtige Musik. Old man in the studio, dust on the tape, screaming at the future, there's no escape, dialing the knobs like it's 79, but the kids with the code are leaving him behind. He says, hey, I can't rock, it'll never be real, but the crowd sings along to a digital feel. Oh, producer stuck in yesterday's show, how the whole wide world says, let it go. Hier im Waldstück gibt es sogar ein bisschen Single Trail. Aber inzwischen hat der Regen eingesetzt und der Boden wird richtig rutschig. Broken guitar on a cigarette floor, dreams of the charts but they open no more. He fights with a ghost that he cannot control. 1,000 new bands from a silicon soul. Gerade als ich dachte, hier läuft's doch gut, noch schön trocken. Und hier einfach dem Matschloch ausweichen, war mein Hinterrad anderer Meinung. Ein kurzer Rutscher und plumps lag ich da. Also, Tasche abschnallen und den Bock wieder aufrichten. In solchen Momenten bin ich echt froh, dass die 450 MT nicht so viel wiegt. Trotzdem wird's jetzt ordentlich warm. Vielleicht hätte ich die Jacke vorher doch mal aufmachen sollen. Norddeutscher Regen draußen, Sauna drinnen. Ja, der erste Umfaller. Ja, es hat schon viel geregnet und es ist brutal schlammig. Ja, und das Schlammding ist mir zum Verhängnis geworden. Naja, weiter geht's. Als ich aus dem Wäldchen raus war, kam der angesagte Regen so richtig runter. Also, Change of Plans. Ich nehme den direkten Weg nach Husum. Ja, einen schönen guten Morgen. Ich versuche mich jetzt am zweiten Teil vom TED in Schleswig-Holstein. Und jetzt waren 2 Tage Regen. Jetzt ist es trocken, aber sehr, sehr windig. Aber jetzt gucken wir mal, weil die ganze Straße Richtung Dänemark soll landschaftlich sehr schön sein. Ich lasse mich überraschen und ja, gucken wir mal, was da kommt. Ja, so ein bisschen Schotter ist dabei, aber das sieht ganz gut aus. Wie sagen die Nordfriesen? Hier kannst du am Samstag schon sehen, wer am Sonntag zum Kaffee kommt. Heute will ich euch nicht nur den TED bis zur dänischen Grenze zeigen, sondern anschließend entlang der Küste zurück nach Husum fahren. So bekommt ihr auch einen Eindruck vom Marschland, den Kögen, also dem Land, das dem Meer abgerungen wurde, und den Häfen zu den nordfriesischen Inseln Dagebüll und Schlittsün. Ja, so ein bisschen Schotter ist auf der Strecke schon dabei. Ansonsten geht es meistens durch kleine Sträßchen, am Feldrand entlang, durch die ganz kleinen Dörfer, an einsamen Bauernhöfen vorbei. Aber es ist wirklich eine hübsche Ecke. Ich habe ja auch eine Verbindung zu der Ecke Deutschlands, weil ich bin in Husum aufgewachsen. Und tatsächlich, hier war ich auch noch nie. Ja, ein bisschen Wald gibt es hier auch. Allerdings sind die Waldflächen hier in Schleswig-Holstein recht übersichtlich. In Ostholstein sind sie größer. Aber hier in Nordfriesland ist das immer recht schnell vorbei. So, jetzt bin ich bei Süderlügum. Oh, das ist jetzt die Grenze. Tada! Welcome to Dänemark! So, das hier ist das Ende der Sektion 3 in Deutschland. Und von hier aus will ich jetzt zur Küste und dann entlang der Küste wieder Richtung Husum.
Wer an Dünen denkt, hat meist direkt Strand, Meer und salzige Luft im Kopf, oder? Bevor es für mich aber weiter an die Küste geht, möchte ich euch noch ein echtes Highlight bei Süderlügum zeigen. Wir sind hier im Binnenland von Nordfriesland unterwegs, kurz vor der dänischen Grenze, und stehen einfach gefühlt mitten in der Wüste. Das hier sind die Süderlügumer Binnendünen. Die Landschaft ist entstanden, als der Wind den Sand meterhoch aufgeschichtet hat. Heute ist das Ganze ein geschütztes Naturparadies mit offenen Sandflächen, knorrigen Kiefern und lilafarbener Heide. Vorbei geht's an schnuckeligen, redgedeckten Karten, die heute meist als Ferienwohnungen vermietet werden, weiter in Richtung Dagebüll. Nach viel plattem Land fahren wir jetzt auf die Mole von Dagebüll. Dagebüll ist der größte und wichtigste Fährhafen für die nordfriesischen Inseln. Und viele wissen gar nicht, dass man hier sogar mit dem Zug direkt bis zur Fähre fahren kann. Ich finde das ziemlich cool. So kannst du zum Beispiel von Frankfurt aus mit dem Zug bis nach Amrum reisen. Einsteigen, zurücklehnen und dann die Meeresluft schnuppern. Dagebüll haben sie ja echt aufgerüstet. Jetzt bin ich auf Schlüttsiel gespannt, da war ich ewig nicht. Aha, hier ist alles beim Alten geblieben. Der kleine Fähranleger und das war's. Schlüttsiel ist das Tor zur Halligwelt. Wer nach Hoge oder Langenes möchte, legt in Schlüttsiel ab. Wie man sieht, geht es hier deutlich gemächlicher zu und die Abfahrtszeiten richten sich eben auch oft nach Ebbe und Flut. Vorbei geht's noch am Beltringharder Kog. Das ist der jüngste Kog in Nordfriesland. Der Deich zieht sich hier bis rüber zur Insel Nordstrand. Für Vogelfreunde ist das ein echtes Paradies. Mehrere Beobachtungsstationen, weite Sicht und die Aalauschleuse ist ein richtig guter Startpunkt. So, jetzt geht's noch durch Schobel. Schobel ist übrigens an der ganzen Westküste der einzige Ort ohne Deich. Ein kleiner besonderer Fleck, der direkt am Meer liegt. Ja, und damit geht diese Tour auch zu Ende. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen erhobenen Daumen. Abonniert den Kanal, wenn ihr die nächste Tour nicht verpassen wollt. Tschüss!